Hallo meine Lieben, ich habe eine Übung zur Kreativitätsförderung für dich vorbereitet. Schnapp dir also ein Blatt Papier und Buntstifte. Viel Spaß dabei! Heute habe ich eine Übung für dich vorbereitet, damit du deine Kreativität fördern kannst und neue Inspirationsquellen findest. Ich mache diese Übung auf einem Miro-Board. Ich werde nicht von Miro gesponsert. Diese Übung kannst du ganz einfach auch auf einem Blatt Papier machen mit Bleistift und mehreren Buntstiften oder bunten Post-its. Zum Zweck dieses Videos ist ein Miro-Board hier ganz praktisch. Ein wichtiger Aspekt bei der Förderung von Kreativität und der Schöpfung neuer Inspiration ist es, sich selbst etwas besser kennenzulernen. Dabei kann zum Beispiel der Baum der Inspiration helfen. In der Mitte seht ihr hier also einen schönen Baum mit seinen Ästen, hier wo ich mit der Maus entlang fahre. Und es handelt sich hier um meinen Baum, deswegen habe ich unten Calypso hingeschrieben. Hier in dieser Ecke seht ihr ganz viele bunte Post-its, die ich gleich verwenden werde. Und ich habe den Baum in mehrere Abschnitte unterteilt und es gibt hier auch einen schönen Himmel. Diese Kategorien, physische Dinge, Menschen, Erlebnisse und im Himmel die Gefühle, sind ein Vorschlag. Natürlich kannst du dir auch andere Kategorien ausdenken, je nachdem, was für dich wichtig ist. Zum Beispiel kannst du statt Erlebnisse Werte oder Kultur, materielle Dinge oder auch Lebensabschnitte, wie zum Beispiel deine Kindheit, dein Teenager-Dasein oder verschiedene Menschengruppen wie Familie, Freunde und so weiter. Du kannst da hier gerne dir andere Kategorien ausdenken, was für dich relevant ist. Ich habe das hier in physische Dinge, Menschen, Erlebnisse und Gefühle eingeteilt. Du kannst aber gerne andere Kategorien hier wählen, wie zum Beispiel Werte oder Kultur oder auch in verschiedene Menschengruppen einteilen, wie Freunde, getrennt von Familie. Eine andere Möglichkeit wäre es, deine Lebensabschnitte zu verwenden, wie zum Beispiel Kindheit, Teenageralter, Erwachsenenalter. Oder man könnte das Ganze zum Beispiel auch herunterbrechen, indem man zum Beispiel nur die Reisen, die man gemacht hat, anwendet. Also zum Beispiel bin ich nach Griechenland gereist, dann war ich in Portugal, dann war ich in Spanien und kann daraus verschiedene Inspirationsäste kreieren. Aber bevor ich es hier zu kompliziert mache, steigen wir einfach direkt ein und ich mache es einmal vor. Denn ich finde, um kreativer zu sein, neue Ideen zu generieren und neue Inspirationsquellen zu finden, ist es erstmal wichtig, sich selbst zu kennen und zu wissen, was für einen selbst wichtig ist, was man mag, was man nicht mag und einfach sich selbst etwas zu reflektieren, um zu wissen, in welche Richtung man gehen möchte. Und gleich werdet ihr auch sehen, warum das für euer Stricken relevant sein kann. Bei den physischen Dingen fallen mir zum Beispiel als Inspirationsquelle ein Mode, das trage ich jetzt hier in so ein Post-it ein, das ich hier hinmache. Oder zum Beispiel kann ich Symbole interessant finden, die in meinem Leben hier oder dort vorkommen. Zum Beispiel, wenn ich gerne Dinge sammle, in meinem Fall wären das Klamotten, die ich sammle, aber man kann zum Beispiel auch andere Gegenstände sammeln und daraus Inspirationen schöpfen. Das eigene Zuhause zum Beispiel, die eigene Wohnung oder die Wohnung von anderen Personen kann auch inspirierend sein, je nachdem, wie die Wohnung eingerichtet ist, welche Materialien man findet, welche Farben. Kann eine Wohnung auch als Inspirationsquelle sein oder zum Beispiel auch ein Museum und insgesamt Kunstwerke aller Art, aber auch ganz banale Dinge wie zum Beispiel die Lieblingsfarbe oder Lieblingstiere können einen helfen, Ideen zu generieren. Zum Beispiel könnte ich hier einen Pullover stricken, wenn mein Lieblingstier Bären sind, dann könnte ich zum Beispiel einen Pullover mit Bären stricken im
Colorwork oder mit einem Wald, mit Bäumen und Beeren im Colorwork. Das könnte schon ein Anhaltspunkt sein. Oder wenn ich ins Museum gehe und ein besonderes Kunstwerk mir gut gefällt, könnte ich daraus Inspiration schöpfen, sei es bei der Textur, den Formen, den Symbolen, der Grafik, der Struktur des Kunstwerkes, kann eine Inspirationsquelle sein für ein neues Strickprojekt. Auf dieselbe Weise kann ich nun weitermachen mit der zweiten Kategorie hier in der Mitte, bei der es um Menschen geht, die in meinem Leben mich geprägt haben und mich dadurch inspirieren. Es kann sein natürlich Menschen aus der Familie, die einen besonderen Geschmack haben, der einen immer gefällt oder interessiert oder vielleicht auch eben nicht gefällt. Ich denke, meine Cousine, die trägt immer grün und ich mag grün überhaupt nicht, aber ich werde es mal versuchen, etwas Grünes zu stricken und dadurch meine Komfortzone verlassen. Alle Formen von Beziehungen, die man haben kann, können einen zur Selbstreflexion bringen und dadurch zum Nachdenken und zu neuen Ideen führen. Ich finde, dass Lehrer und Mentoren einen auch ganz besonders prägen können. Ich hatte zum Beispiel eine Französischlehrerin, die mich geprägt hat durch ihren Kleidungsstil. Sie war immer sehr elegant gekleidet und meistens hatte sie einen Zweiteiler aus einem Rock und einer Bluse und einer Jacke an und sie war immer sehr gut gekleidet und das habe ich bis heute im Gedächtnis. Der Kleidungsstil dieser Lehrerin hat möglicherweise unterbewusst den Zweiteiler aus dem Emily Pullover mit dem passenden Rock inspiriert. Stars, von denen man Fan ist. Ich bin zum Beispiel ein ganz toller Shakira-Fan. Vielleicht werde ich mal mir ihren Kleidungsstil genauer angucken, mit Blick auf das Stricken. Jetzt ist mir zum Beispiel gerade selber eine neue Idee eingefallen, wie ihr gerade merkt. Oder zum Beispiel auch durch Filme bzw. Schauspieler werde ich hier rein tun. In den Filmen, es ist ja schon öfters vorgekommen, finde ich, in der Strickwelt, dass Strickerinnen ein Design in einem Film, zum Beispiel bei Harry Potter oder bei The Hunger Games oder andere Filme, Familienfilme, Weihnachtsfilme, dass ein Schauspieler, ein Charakter in diesem Film einen besonderen Pullover oder ein Kleidungsstück anhat, das auch gar nicht unbedingt gestrickt oder gehäkelt sein muss, aber trotzdem als Inspiration dient. Bei Menschen in dieser Kategorie möchte ich noch die Kindheit reintun, denn in jeder Lebensphase wechseln immer die menschlichen Kontakte und die Beziehungen, die man haben kann. Aber ich finde, in der Kindheit wird man besonders geprägt von bestimmten Leuten, von bestimmten Menschen. Und wenn man da nochmal zurückgeht, bin ich mir sicher, dass man neue Ideen generieren kann. Und so weiter und so fort. Ich möchte das hier auch gar nicht unbedingt ausfüllen, damit das Video nicht zu lange wird. Gehen wir also zur nächsten Kategorie Erlebnisse, die hier ganz oben ist. Bei mir zum Beispiel eine große Inspirationsquelle sind Reisen, denn auf meinen Reisen, vor allem die Reisen, die ich nach Mexiko mache, sehe ich sehr viele neue Eindrücke, viele neue Muster, neue Menschen, die meinen Horizont erweitern. Erlebnisse können zum Beispiel auch Träume sein oder auch Erfolgsmomente. Gleichzeitig können Momente, in denen man auch vielleicht nicht so erfolgreich war, einen dazu bewegen, anders zu denken und einen anderen Weg einzuschlagen. Machen wir einfach Richtungswechsel. Bei den Menschen möchte ich gerne noch Bücher hinpacken. Bei Erlebnissen finde ich noch relevant zum Beispiel kulturelle Ereignisse und so weiter. Ihr könnt euch dann noch selber Dinge ausdenken. Das ist das, was mir jetzt so spontan einfällt. Gehen wir weiter zur nächsten Kategorie, nämlich hier zum Himmel, wo die Gefühle sind. Ich finde die Gefühle äußerst wichtig. Die Kleidungsstücke, die ich trage, die spiegeln auch ein Gefühl wider. Es gibt Tage, an denen möchte ich nicht so auffällig gekleidet sein,
mehr diskreter sein, mehr für mich sein. Und es gibt Tage, an denen ich Lust habe, extravaganter zu sein und etwas Ausgefalleneres zu tragen. Oder an denen ich mich eher spirituell fühle. Und das kann ich hier alles eintragen und mir überlegen, zum Beispiel, welche Muster, welche Farben, welche Schnitte, welche Passform ich mit dem einen oder dem anderen Gefühl verbinde und ein neues Projekt konstruieren. Zum Beispiel kann ich Leidenschaft empfinden, etwas eben nicht mögen, also eine Aversion haben. Ich finde es immer wichtig, darüber nachzudenken, was man mag und was man nicht mag. Oft sagt das, was man nicht mag, mehr über einen aus, als das, was man mag. Liebe ist natürlich ein wichtiges Gefühl. Und ich spreche jetzt nicht von Gefühlen im strengen Sinne, deswegen würde ich jetzt hier auch sowohl von Gefühlen als auch von immateriellen Dingen sprechen und deswegen noch Erinnerungen reintun, zum Beispiel Geheimnisse oder Gemütlichkeit, ein ganz besonderes Gefühl, was wir vor allem im deutschen Sprachraum haben und in anderen Sprachen nicht unbedingt genauso existiert. Oder wir können zum Beispiel auch Kontraste erkennen zwischen zwei Dingen. Es können materielle Dinge sein, aber auch immaterielle Dinge. Kontraste lassen sich manchmal auch miteinander kombinieren und dadurch kann auch Innovation entstehen. Also diese ganze Übung dient ein bisschen zur Identitätsfindung oder zum Selbstkennenlernen, weil Identitätsfindung ist ein großes Wort. In diesem Himmel der Gefühle gibt es Sterne und Wolken, ganz einfach, weil ich nicht nur Sterne oder nur Wolken haben wollte. Die haben jetzt jeweils keine Bedeutung. Natürlich könnte man die jetzt noch auch kategorisieren, wenn man das möchte. Aber ich wollte hier einfach ein bisschen Variation reinbringen, denn mein Himmel ist nicht nur wolkig, sondern hat auch Sterne und eine Sonne gab es leider nicht. Ja, ich lade dich ein, diese Übung zu machen für dich. Du kannst sie gerne auch anders interpretieren. Es ist nur ein Vorschlag, um deine Kreativität etwas zu fördern, in dir selber ein bisschen zu graben und zu schauen, was gibt es da, welche Ressourcen habe ich, die mir weiterhelfen können, damit neue Dinge entstehen. Das Buch Find Your Artistic Voice von Lisa Congdon hat mich dazu bewegt, mir diese Übung auszudenken. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du hast Lust bekommen, diese Übung zu machen. Viel Spaß mit deinem Baum der Inspiration. Bis zum nächsten Video. Ciao!